planen wir gemeinsam eine Arbeitsplatte, gestalten sie und ich zeige euch dabei, wie das funktioniert. Unsere Webseite heißt stein.club. Wie bekannt, kann man dort Produkte ansehen oder direkt den Planer starten. Der Planer ist ein Tool, mit dem man in 5 Schritten den gewünschten Plan erstellen kann. Zuerst öffnet man den Produktkatalog. Hier kann man nach Produkten suchen, die Produkte nach Preis sortieren oder die Platte nach Marke auswählen. Angenommen, wir wählen nun diese Platte aus und gehen zum Schritt Maße eingeben. Hier sieht man die maximalen Plattenmaße sowie die Stärke der Platte. Angenommen, wir nehmen 2 Meter mal 1 Meter. Die Maße werden in Millimetern angegeben. Wenn wir auf Arbeitsplatte erstellen klicken, wird die Arbeitsplatte mit den angegebenen Maßen erstellt. Die Arbeitsplatte können wir hier auch im 3D-Format ansehen. Danach gehen wir zum nächsten Schritt. Ecken- und Kantenbearbeitung. Wenn wir auf eine Ecke klicken, haben wir 3 Bearbeitungsmöglichkeiten zur Auswahl. Zum Beispiel können wir eine Rundung erstellen. Dabei können wir eine exakte oder eine ungenaue Rundung auswählen. Außerdem können wir eckige Ausschnitte machen. Wir können dezentrale Maße eingeben oder das Maß diagonal angeben. Wir können auch Innenbearbeitungen durchführen, zum Beispiel einen rechteckigen Ausschnitt. Ebenso können wir einen dreieckigen Ausschnitt erstellen oder einen Bogen mit Bogenradius anlegen. Nach der Eingabe wird die Platte entsprechend erstellt. Außerdem können wir an jeder Ecke und Kante weitere Bearbeitungen durchführen. Als 4. Schritt können wir Innenausschnitte erstellen. Hier stehen uns wieder 3 Formen zur Verfügung: Kreis, Rechteck und Ellipse. Für jede Form gibt es die Optionen: normaler Schnitt, flächenbündig oder für Unterbau. Angenommen, wir wählen einen rechteckigen, flächenbündigen Ausschnitt. Bei einem flächenbündigen Ausschnitt benötigen wir das Falzmaß. Die Tiefe und das Falzmaß können wir zum Beispiel auf 10 x 10 mm einstellen. Dann geben wir 600 x 500 mm ein. Den Eckenradius kann man entweder mit dem Schieberegler einstellen oder direkt einen Wert eingeben. Anschließend klicken wir auf Erstellen. Den Ausschnitt können wir in der Mitte anklicken und an eine beliebige Stelle ziehen. Danach können wir ihn auf der linken Seite und von unten exakt positionieren und anschließend aktualisieren. Nun haben wir hier einen Ausschnitt. Diesen können wir auch hier genau sehen. Wie man merkt, sehen wir bei jedem Arbeitsschritt die Preise. Wenn wir erneut Innenausschnitt auswählen, können wir zum Beispiel eine elliptische Form wählen. Nehmen wir eine elliptische Form für ein Unterbauspülbecken. Dann geben wir zunächst 300 x 500 mm ein. Das Maß sollten wir korrigieren, und zwar auf 500 x 300 mm. Anschließend klicken wir auf Aktualisieren. Das wäre zum Beispiel unser Spülbecken. Die Maße können wir auch hier exakt so angeben, wie wir möchten. Das ist kein Problem. Danach wählen wir noch einmal Innenausschnitt und nehmen als Beispiel einen Kreis. Wir erstellen eine 35 mm Bohrung als normalen Schnitt.
Diese können wir als Armaturenbohrung setzen. Jetzt haben wir hier die Armaturenbohrung. Damit sind alle Innenausschnitte fertig. Als letzten Schritt haben wir die Kantenbearbeitung. Hier aktivieren wir die Kantenbearbeitung. Die zu bearbeitenden Kanten sehen wir alle mit einem blauen Quadrat markiert. Das ist sehr einfach. Sobald wir darauf klicken, erscheinen 3 Auswahlmöglichkeiten: Politur, Gärungsschnitt und verstärkte Gärungskante. Angenommen, wir möchten vorne eine 50 mm Gärungskante haben. Dann haben wir hier eine Kante mit 50 mm. Damit ist eine auf 45 Grad geschnittene und verstärkte Gärungskante gemeint. Wenn wir zum Beispiel hier eine Wange mit einem 45 Grad Schnitt verbinden möchten, wählen wir hier 45 Grad. Danach möchten wir diese Kanten polieren lassen. Diese Kante und diese Kante. Für jede einzelne Bearbeitung wird alles ganz genau, zentimetergenau berechnet. Anschließend legen wir die gesamte Arbeit in den Warenkorb. Hier wurde bereits ein Warenkorb erstellt. Danach können wir den Auftrag gemeinsam kaufen und fortfahren. Diese Arbeit können wir außerdem als Freigabelink kopieren oder uns als PDF anzeigen lassen. Das, was wir erstellt haben, können wir auch herunterladen. In der PDF-Datei stehen zunächst das Produkt und die weiteren Bearbeitungen. Außerdem wird der Gesamtpreis inklusive Mehrwertsteuer angezeigt. Danach geht man üblicherweise ganz normal zur Kasse, und dort ist bekannt, wie man das Produkt bestellen muss.